Im Lande Etria, wo die Sonne selten scheint und der Mond über das Schicksal der Menschen wacht, gibt es einen Wald, der als verlorener Wald bekannt ist. Der Hüter dieses Waldes, ein Elf namens Elion, ist der Wächter eines alten Geheimnisses. In der Mitte des Waldes steht ein mystischer Stein, der die Jahreszeiten im Land steuert. Doch eines Tages verschwand der Stein und der verlorene Wald wurde von einem ewigen Winter heimgesucht. Die Tiere litten, die Bäume verloren ihre Blätter und die Bewohner von Etria befürchteten das Schlimmste. »Ich muss den Stein der Jahreszeiten finden«, sagte Elion entschlossen. »Sonst wird dieser Fluch ewig dauern.« Mit seinem Bogen und Pfeilen, bekleidet in einem Mantel aus Blättern, machte sich Elion auf den Weg. Seine erste Spur führte ihn zu einem Dorf am Rande des Waldes. Die Menschen dort erzählten ihm von einer finsteren Hexe namens Morwenna, die den Stein gestohlen haben könnte, um ihre dunkle Magie zu verstärken. Elion machte sich auf den Weg zum Turm der Hexe, der weit im Norden lag. Nach einer gefährlichen Reise, auf der er gegen Wölfe, Eisgeister und Schneestürme kämpfen musste, erreichte er den Turm. Morwenna erwartete ihn bereits. »Ah, der kleine Waldhüter. Was willst du hier?«, spottete sie. »Ich bin gekommen, um den Stein der Jahreszeiten zurückzuholen.« »Gib ihn mir und ich werde gehen«, antwortete Elion. Die Hexe lachte. »Du willst den Stein? Dann musst du mir zuerst 3 Aufgaben erfüllen.« Nachdem er alle Aufgaben erfolgreich abgeschlossen hatte, löste ein kompliziertes Rätsel, besiegte einen Feuerdämon und fand eine seltene Zutat für einen Zaubertrank, gab Morwenna ihm den Stein zurück. Doch sie warnte ihn, wenn du den Stein wieder an seinen Platz setzt, wirst du eine Entscheidung treffen müssen. Entweder bleibt der Winter für immer oder du opferst deine Unsterblichkeit, um den Fluch zu brechen. Elion kehrte in den verlorenen Wald zurück und stellte den Stein in die Mitte. Er dachte an seine Pflichten als Hüter, an die leidenden Tiere und die Menschen in Etria. Dann traf er seine Entscheidung. Mit einem Gefühl der Traurigkeit, aber auch der Hoffnung, gab er seine Unsterblichkeit auf. Die Jahreszeiten kehrten zurück, die Tiere erwachten und die Bäume sprießten erneut. Elion fühlte, wie seine Kraft schwand, aber sein Herz füllte sich mit Freude. Er hatte seine Pflicht erfüllt. Er kehrte in sein Haus im Wald zurück, alt und weise, aber zufrieden. Die Menschen und Tiere verehrten ihn als Helden und Legende, und obwohl er nicht mehr unsterblich war, wusste Elion, dass sein Vermächtnis ewig dauern würde.